Hallo und herzlich willkommen zur Juli-Ausgabe von Fährnews aktuell. Auch heute gibt es wieder einige spannende Neuigkeiten über Fährschiffe, Fährhäfen und Fährverbindungen. Unter anderem geht es um das erste elektronische Schiffstagebuch bei Scandlines und um die Übernahme der Baltic Enabler. Bleibt also bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Elektronisches Schiffstagebuch bei Scandlines. Die Fährreederei Scandlines setzt erstmalig ein elektronisches Schiffstagebuch auf ihrem Fährschiff Berlin ein. Die Berlin verkehrt auf der Strecke Rostock-Geza. Das elektronische Tagebuch wurde von dem Rostocker Unternehmen Marsig GmbH entwickelt. Für die Verwendung eines elektronischen Schiffstagebuchs anstelle eines herkömmlichen Logbuchs gibt es mehrere Gründe. Indem die Einträge in elektronischen Tagebüchern teilweise automatisiert erfolgen, können sie den Schiffsoffizieren im Alltag viel Schreibarbeit ersparen. Zugleich erhöht die digitale Datenaufzeichnung die Qualität und Auswertbarkeit der Aufzeichnungen. Ganz konkret bedeutet dies, dass zum Beispiel Umweltschutzmaßnahmen auf dem Fährschiff mithilfe einer soliden Datengrundlage besser beurteilt werden können. Auf der Berlin wurde beispielsweise im Mai 2022 ein Rotorsegel installiert, für das eine Energieeinsparung von ca. 4% des Gesamtverbrauchs prognostiziert wurde. Das elektronische Schiffstagebuch kann nun genutzt werden, um die Effizienz des Rotorsegels bei verschiedensten Bedingungen auf See zu bewerten. Wenn du mehr über das Rotorsegel bei Scandlines erfahren möchtest, klicke dich gerne in die erste Folge Fährnews Zukunft rein. Den Link dazu findest du oben rechts in der Infobox oder in der Videobeschreibung. Stena-Ebba für Karlskrona-Gdynia-Relation geplant. Ab Dezember 2022 wird Stena Line den Neubau Stena-Ebba auf der Route Karlskrona-Gdynia einsetzen. Bereits im August wird das Schwesterschiff Stena Estelle erstmals zwischen Polen und Südschweden verkehren. Die Zwillingsschiffe sind die beiden längsten Schiffe der E-Flexer-Klasse von Stena Line und haben im Vergleich zu den anderen Fähren ihrer Klasse noch einmal 50% mehr Kabinen, 30% mehr Passagier und 15% mehr Frachtkapazität. Die südliche Ostsee ist eine wichtige Geschäftsregion für Stena Line und unsere Route Karlskrona-Gdynia ist ein Schlüsselelement unserer Wachstums- und Expansionsstrategie. Stena Ebba und ihr Schwesterschiff Stena Estelle setzen neue Standards bei Flexibilität, Serviceorientierung und Kundenzufriedenheit. Sie werden die größten Schiffe unserer erfolgreichen E-Flexer-Flotte sein und wir freuen uns sehr darauf, mit Stena Ebba und Stena Estelle bald zwei der dynamischsten Märkte Europas zu verbinden, sagte Niklas Mortenson, CEO Stena Line. Wenn du mehr über die beiden verlängerten E-Flexer erfahren möchtest, kannst du dir gerne die letzte Ausgabe Fährnews aktuell ansehen. Diese findest du ebenfalls oben rechts in der Infobox verlinkt. An dieser Stelle möchte ich nun gerne noch auf den Kommentar von Christian08 zur letzten Folge eingehen. Vollkommen richtigerweise hat er angemerkt, dass die neuen verlängerten E-Flexer 25 und nicht wie von mir gesagt 36 Meter länger sind als die Standardausführung. Hierbei liegt der Fehler jedoch in der Pressemitteilung von Stena Line. Inzwischen wurde dieser Fehler aber zumindest in der darauffolgenden deutschen Pressemitteilung korrigiert, sodass ich diese Korrektur auch gerne hier vornehmen möchte. Daher möchte ich mich nun nochmal explizit bei Christian08 für die Korrektur bedanken. Botnia Enabler erreicht Europa. Am 30. Juni 2022 hat mit der Botnia Enabler der erste von zwei Neubauten von Wallenius SOL in Europa festgemacht. In Seebrugge und Antwerpen hat das mit Containern und Rohladung aus China vollbeladene Schiff zunächst an einer Reihe von Terminals festgemacht, bevor es erneut Ladung für Kunden in Schweden und Finnland an Bord genommen hat. Am 7. Juli 2022 erfolgte dann der Start in den regulären Liniendienst auf der Route Seebrugge, Antwerpen, Kokkola, Ulo, Kemi, Skellefteå, Travemünde. Wallenius SOL übernimmt zweiten Neubau. Bleiben wir direkt bei Wallenius SOL. Am 22. Juni 2022 hat Wallenius SOL mit der Baltic Enabler das Schwesterschiff der Botnia Enabler übernommen. Da ich die Neubauten bereits umfangreich in der April-Ausgabe von Fährnews aktuell vorgestellt habe, möchte ich dich für weitere Informationen gerne auf die Infobox verweisen. Für die ganz Ungeduldigen hier nur ein paar kurze Infos. Das Schiff ist 242 Meter lang, 35,2 Meter breit und bietet eine Frachtkapazität von 5800 Lademetern. Sie besitzt die Eisklasse 1A Super und gilt als besonders umweltfreundlich. Die Baltic Enabler hat im letzten Monat Fracht in verschiedenen Häfen in Asien geladen und befindet sich nun auf dem Weg nach Europa.
Weitere Infos zur neuen Eisenbahnfähre für die Ostsee. In der Juni-Ausgabe Fernnews Aktuell berichtete ich von dem neuen Designauftrag für eine Eisenbahnfähre für die Ostsee. In Vorbereitung des Beitrages kontaktierte ich Delta Marine, um 2 weitergehende Fragen zu klären. Da ich die Antwort jedoch erst nach der Veröffentlichung der Folge erhielt, sollen diese nun hier noch aufgegriffen werden. Auf meine Frage hin, ob es sich bei dem Neubau um eine Eisenbahnfähre mit mehreren Decks, wie auf der damals von der Railship AG betriebenen Route von Travemünde nach Turku, oder um eine Eisenbahnfähre mit einem Deck, wie bei den Schiffen Skåne und Mecklenburg-Vorpommern der Reederei Stena Line, handle, antwortete mir Jarkko Lappi, dass nur ein Zugdeck geplant sei, da das Be- und Entladen von Zugladungen auf mehreren Decks aufgrund von Beschränkungen in Bezug auf die zulässige Maximallänge der anzuhebenden Waggons sehr schwierig wäre. Auf die Frage, inwiefern die unterschiedlichen Spurweiten in Zentraleuropa und in Finnland zu einem Umspuren der Waggons führen werden, antwortete er: Die Fähre soll zwischen Finnland und Estland verkehren, die beide die gleiche Spurweite haben. Somit sei auch dies geklärt. Sollte es weitere Nachfragen eurerseits geben, kann ich Jarkko Lappi gerne noch einmal kontaktieren. Schreibt eure Fragen dazu natürlich gerne in die Kommentare. Fineco 2 und 3 in Dienst gestellt. Nachdem Anfang Juni bereits die Fineco 1 ihren Liniendienst für Finnlines aufgenommen hat, folgt im Juli nun auch die Schwesterschiffe Fineco 2 und 3. Näheres zu Finnlines Neubauten findest du in der Mai-Ausgabe Fernnews Aktuell, sodass ich das hier nicht nochmal in Gänze aufgreifen möchte. Auch die Mai-Ausgabe Fernnews Aktuell ist selbstverständlich in der Infobox und in der Videobeschreibung verlinkt. Echo Mediterranea übernommen. Am 28. Juni 2022 hat Grimaldi Lines mit der Echo Mediterranea den 10. von 12 Neubauten der Grimaldi Green 5th Generation übernommen. Bei dem Schiff handelt es sich um ein Schwesterschiff der Echo Malta, die in der letzten Folge Fernnews Aktuell bereits ausführlich beleuchtet wurde. Wie du dir selbstverständlich denken kannst, kannst du gerne auf den Link oben rechts in der Infobox klicken, um zur Juni-Ausgabe Fernnews Aktuell zu kommen. Dort findest du dann weitere Informationen zu Grimaldis Neubau. Das war es auch schon wieder mit der Juli-Ausgabe Fernnews Aktuell. Auch wenn diese Folge etwas kürzer war, waren doch wieder einige spannende Sachen dabei. Wenn dir das alles nicht genug war, kannst du dir gerne noch die letzten Ausgaben Fernnews Aktuell oder die erste Ausgabe Fernnews Zukunft ansehen. Die Links findest du wieder in der Videobeschreibung oder auch gleich in der Endcard. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da. Und hier rechts kannst du nun die letzte Folge Fernnews Aktuell ansehen. In der ging es unter anderem um die Taufe der Echo Malta oder die neue Eisenbahnfähre für die Ostsee. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.